We'll see you now. Look, free to return to that emo rap. Ain't no kilo stash, Augusta's son had to reload that. Daddy gone, but his legacy strong, how do you figure? I too thought I'd be dead, all things considered, but I'm living, thriving and growing, fighting opponents that I'm with it. Striving to know who died for the lowest, don't you get it? The industry hopers try to control us, I ain't with it. I got me a goal that's highly explosive with my wife and my baby. What I'm writing is weighty, call me Esso or Bird. They knighting me lately, stand where the light is. Feeling like it, delighted, and maybe I'm getting grown. Nothing wrong with Bible and Baileys. I open up the text, got my mind closer off the edge. Got the architect, I ain't gotta go to your connect. I gotta go direct, him and I through the center. I say him and I, you'll bless up, rest. Has the right perspective. Back when I was driving a Vectra, my mind was on the setup and ease. No time for the let up and breeze. Young man with a vision, my ammunition was let off and squeezed. Talking no about it, so exotic. Go to mile, never hold a product. Though we wildin', we was on the island wave. Fast forward now today, thank God my mama prayed. Looking back and seeing all that God has made with his legacy. Daddy showed me the whole entire page. The depth of me, I will hold it and say Messiah's name. Hallo, ich bin der Martin, komme hier aus dem schönen Schwarzwald und stelle euch heute meinen Mercedes 126er Coupé vor mit AMG Breitbau. Das ist ein W126, also Baureihe 126er, das Modell S-Klasse, davon ist das Coupé, ein SEC. Der hat ein Breitbau Widebody-Kit von AMG bekommen. Davon wurden 50 Stück original damals gebaut bei AMG. Meiner ist ein Nachbau, Replika. Motor ist ein M117, V8, 5 Liter Hubraum, ungefähr 250 PS. Ja. Ja, wie bin ich zu dem S-Klasse Coupé gekommen? Eigentlich habe ich gar nichts gesucht, wirklich projektemäßig. Bin sonntags auf dem Sofa rumgelüngelt, habe dann geschaut, mobile, was gibt's denn so? Ja, in Deutschland irgendwie alle Anzeigen schon zweimal angeschaut und dachte mal, jetzt suche ich halt mal weltweit. Und habe dann in Schweden das Coupé entdeckt. Original, Signalrot in der Farbe. Preis war gut und dann dachte ich mir, ja, scheint ja mal gar nicht so schlecht. Mein erster Gedanke war, in Schweden, da gibt es ja schon kein Salz im Vergleich zu uns hier im Schwarzwald. Das heißt, rostmäßig dürfte ja besser sein wie die meisten Autos, wo man hier in Deutschland wohl kaufen kann. Habe den Verkäufer dann gleich angeschrieben, nach ein paar Bilder gefragt. Die sah soweit gut aus und dann dachte ich mir, gut, passt soweit. Hab mir dann überlegt, fährst runter, guckst schon an, Flieger oder, aber dann dachte ich mir, nee, komm. Passt soweit, hab das dann mit dem ausgehandelt, Anzahlung überwiesen, also blind gekauft, wie gesehen, mehr oder weniger. Hab mich dann mal schlau gemacht über das Internet, zwecks Spedition. Hab dann da einen gefunden, also Geld überwiesen. Und dann hat es ein paar Wochen später an der Haustür geklingelt und dann stand die rote Rakete da. Und ja, dann nahm das Unheil seinen Lauf. Ja, und dann kam das Fahrzeug, also gleich mal auf die Hebebühne damit und sah wirklich gut aus, also besser als gedacht. Ich war wirklich schon viel vorbereitet und dachte mir, puh, das wird bestimmt was, aber war soweit gut. 4 neue Reifen drauf gemacht, gleich mal Fahrwerk rein, neues und dann direkt ab zum TÜV gekriegt und dachte mir dann, ja, jetzt polierst du noch einmal drüber und dann hast du ein schönes Auto für sonntags zum Fahren und bleibt so, wie es ist.
Kotflügel vorne links war durchgerostet. Dann bin ich zum freundlichen Teilehändler gegangen, habe den gefragt, hier Kotflügel, am besten gleich 2, weil dann waren wir 2 neue Kotflügel. Dann hat er zu mir gesagt, 1400 Euro. Dann dachte ich mir, 1400 Euro für 2 Kotflügel mit Lackiere, da ist ja dann 1/5 vom Preis vom Auto. Dann habe ich das mal gelassen soweit. Habe dann rumgesucht auf eBay Kleinanzeiger und auf einmal das Bodykit gesehen. Das Bodykit war dann preislich interessanter wie die 2 Kotflügel fast. Also es hat sich jemand gekauft und wollte dann aber doch nicht den Umbau machen in seinem Auto. Und da dachte ich mir, komm, für das Geld, das kaufst du mal, wenn du es dann doch nicht willst. Das findet bestimmt jemand anders. Dann habe ich mir das Bodykit, wie gesagt, bestellt, kam dann an, habe dann mal die ersten Teile verbaut. Sah soweit gut aus und dann ging es halt rein hinter bei den Verbreiterungen, an denen Seitenwände, muss man quasi die Seitenwand außen rausflexen, die innere Seitenwand, Radlauf innen, alles rausschneiden. Dann habe ich mir schon einmal überlegt, ziehst du das durch oder lieber nicht. Aber dann kam der Winter und da dachte ich mir, gut, fahren kannst du jetzt eh nicht. Also Sonntagmittags dann mal die Flex auspackt und dann mal durchgestartet. Tat am Anfang noch ein bisschen weh, wenn man da seine Autos so zerschneidet, aber ja gut, irgendwann gibt es dann eh kein Zurück mehr. Also die Seitenwand rausgeschnitten, die Teile mal hingehalten, ja, Passform ging. Ja, und ab dann war es eigentlich zu spät. Also Seitenwand rausgeflext, links, rechts, neue Innenradläufe reingemacht. Dann mal ein bisschen geguckt im Internet, wie macht man das, Anlaminieren, Verspachteln von den Teilen. Dann die Dinger hier verspachtelt, anlaminiert, alles, so mal 2-3 Mal gefüllert. Da waren wir noch, die Heckscheibe habe ich noch rausgemacht und dann war der ganze Heckscheibenrahmen, der war verrostet, das haben die alle. Da haben wir dann noch eine neue Heckscheibenrahmen reingeschweißt. Ja, und dann beim, sagen wir mal, die Lackiervorbereitungen kam dann die Heckscheibe raus, die war milchig, das haben die eigentlich auch alle. Und dann kam schon mal eine Vermutung raus, dass der Heckscheibenrahmen, der war auch komplett durchgerostet. Also da gleich neue bestellt, neue Heckscheibenrahmen eingeschweißt, neue Heckscheibe, neue Dichtungen. Und ja, dann irgendwann hier daheim abgehängt, soweit mal eine kleine Box. Und dann angefangen das Ding hier lackieren daheim, komplett selber lackiert. Alle Anbauteile lackiert, dann die ganze Karosse nass von Hand abgeschliffen, wieder poliert, die Anbauteile. Dann bin ich am Anfang noch gefahren mit 16 Zoll BBS-AS, die auch komplett zerlegt, hier daheim von Hand lackiert, schwarz Uni. Und dann ging es weiter, Trockeneis strahlen lassen, den kompletten Unterboden, Motorblock, die Radläufe, Motorraum, alles Trockeneis strahlen lassen, sämtliche Lager, Dichtungen, alles erneuert, neue Innenradläufe einbaut und Fahrwerk kam rein, ganz normal, H&R, das gängigste Fahrwerk eigentlich, also gibt es auch kein Gewinde oder nichts für das Modell leider. Und dann war er eigentlich soweit mal fertig. Und über den letzten Winter, weil die 16 Zoll war mir dann doch ein bisschen zu klein und dann immer mal wieder geschaut. Weil BBS-AS ist einfach ein zeitloser Klassiker, meine Lieblingsfelge. Ich habe immer wieder gesucht, ob es nicht mal billige gibt. Habe dann in Basel welche gefunden zu einem vernünftigen Preis. Und dann die Felge geholt in Basel, wieder komplett zerlegt. Einmal neu aufbereitet und ein bisschen umbaut nochmal die Felge. Ja, und sonst halt noch so Kleinigkeiten, US-Rücklichter habe ich noch einbaut, Auspuff, AMG, Endschalldämpfer, Rest, Eigenbau. Innen kam noch ein Momo Holzlenkrad rein, damit es ein bisschen passt zum Rest vom Auto. Ja.
Ja, das Auto ist ja, sagen wir mal, etwas verrufen aus einschlägigen Kreise im Milieu, vielleicht von früher her auch noch. Aber einfach, wenn man mit dem Auto fährt oder man zieht das sonntags raus und man sitzt da rein, da ist keine Touch-Displays und hier ein Spurhalteassistent und es hupt und blinkt und alles. Oder man sitzt da rein, schön gemütlich, S-Klasse-like, man lässt seine Scheibe vorne hinter runter, keine B-Säule, macht Schiebedach auf, und das ist der satte V8-Sound, man sitzt einmal wie im Wohnzimmer. Ja, das ist einfach ein Fahrgefühl, da kann man einfach abschalten, man vergisst auch alles um einen rum und ja, nicht zu vergleichen mit irgendwelchen neuen, modernen Autos, ist wirklich ja, unbeschreibliches Fahrgefühl, also für jeden, der es nicht kennt, nur zu empfehlen. Ja, bedanken möchte ich mich auf jeden Fall bei meinem Bruder. Wir unterstützen uns eigentlich immer gegenseitig für unsere Projekte. Und noch bei meinem Kumpel, beim Andi, der unterstützt mich auch immer bei meinen Lackierarbeiten, Vorarbeiten, Nacharbeiten, beim Polieren. Und natürlich noch bei meiner Freundin, die muss da immer viel ertragen mit mir und meinen Autos. Ja, euch nochmal Dankeschön dafür und ich hoffe, ich kann mich revanchieren. Also danke, dass ihr euch das Video zu meinem 126er angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bitte lasst mal ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu meinem Auto meint, was würdet ihr vielleicht noch anders machen oder eventuell noch ergänzen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Ja. Ciao. Yeah. We back. Yeah. The GP will see you now. Look, free to return to that emo rap. Ain't no kilo stash, Augusta.